sind mal wieder in den Niederlanden und zwar geht es um Geocachen und da nutzen wir mal Stell- oder Campingplätze und da möchten wir jetzt einen nutzen, der liegt in der Nähe von Assen und den möchte ich euch heute vorstellen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, wir haben Mitte Juli, wir fahren jetzt in Richtung Assen, die Stadt in den Niederlanden, vielleicht bekannt durch die Motorradrennstrecke. Und dort gibt es verschiedene Campingplätze und einen davon haben wir uns ausgesucht. Dort wollen wir jetzt hin. Das hat man häufiger in den Niederlanden, dass die Straßen nicht sehr bereit sind, aber da kommt man klar, das ist kein Problem, für uns jedenfalls nicht. Muss man ein bisschen langsamer fahren, dann passt das. Der genaue Ort, wo wir jetzt hinfahren, heißt Witten. Der ist etwa 3 Kilometer von Assen entfernt. Dort gibt es dann diesen Campingplatz der Ommekeer. Der Platz ist hier auf der rechten Seite. Wir sehen jetzt die Zufahrt. Wir müssen erst so ein bisschen schauen, ob wir dort reinfahren können, ob es breit genug ist. Passt aber gerade so. In den Niederlanden gibt es viele kleine Campingplätze, Mini-Campings, die häufig so nur 10 bis 20 Parzellen haben. Das ist aber nicht schlecht, die sind dann ruhig, sind dann gemütlich und die Betreiber sind meist sehr freundlich. Wir nutzen diese Plätze meistens nur 1, 2 oder maximal 3 Übernachtungen. Dieser Platz hat aber so ein kleines Highlight und zwar liegt er an einem Freizeitgelände mit einem schönen See. Hier auf der linken Seite sieht man schon die große Wiese, das ist der Campingplatz. Eine richtige Parzellierung gibt es dort, glaube ich, nicht. Wir sind dann bis hier ans Ende dieses Weges gefahren, sind ausgestiegen, dann hat uns gleich der Betreiber freundlich begrüßt und hat uns einen Platz gezeigt, wo wir uns hinstellen können. Blick auf die Karte, wo sind wir? Südlich von Groningen liegt Assen und wir haben etwa 50 Kilometer bis zur deutschen Grenze. Man sieht, der Platz liegt etwas außerhalb von Assen. Der Campingplatz ist geöffnet vom 1. April bis zum 31. Oktober. Hunde sind erlaubt und natürlich hier auch Wohnwagen, da es sich um einen Campingplatz handelt. Und wie man sieht, stehen hier auch Zelte. Die Platzgebühr beträgt ca. 18 Euro. Strom kostet 5 Euro, muss man aber nicht nehmen. Haben wir auch nicht genommen. Ist allerdings mit 16 Ampere abgesichert. Wenn Motorradrennen hier in Assen stattfinden, dann ist der Platz etwas teurer. Wie meistens in den Niederlanden ist es hier alles ordentlich und sauber. In diesen kleineren Gebäuden gibt es Toiletten und Duschen. Duschen und Toiletten kann man kostenlos nutzen. Alles ist sauber und ordentlich hier. Es gibt auch eine Abwaschmöglichkeit und natürlich auch ein Ausgussbecken für die Chemietoilette. Was ich nicht gesehen habe, ist ein Bodeneinlass, wo man sein Grauwasser ablassen kann. Ich habe allerdings auch nicht danach gefragt. Der Platz liegt direkt an einem See und einem Freizeitgelände. Wir sehen das hier jetzt von oben. Es sind vielleicht 100 Meter und man ist direkt am See. Es gibt an diesem See verschiedene Badestrände. Man hat aber auch die Möglichkeit, den See zu umrunden mit dem Fahrrad. Es gibt gut ausgebaute Fahrradwege hier. Man kann hier aber nicht nur Rad fahren, man kann hier Kanu fahren, man kann hier Stand-up paddeln, man kann hier surfen. Also gibt hier viele Möglichkeiten, am See aktiv zu sein. Um den See herum gibt es ein großes Erholungsgebiet. Hier kann man natürlich auch Radfahren und wandern, aber auch nur die Natur genießen. Wir sind hierher gefahren zum Geocachen. Hier gibt es ja einiges. Ich werde immer wieder angeschrieben, zeig doch mal, wie das funktioniert. Das habe ich schon mal gezeigt in einem Video. Ich werde dieses Video hier mal verlinken. Für alle, die es interessiert, können sich das dann mal ansehen. Hier gibt es in der Umgebung viele kleine Campingplätze. Das hängt damit zusammen, dass hier die Motorradrennstrecke in der Nähe ist, also nur wenige Kilometer entfernt. Wir sind mit dem Fahrrad an der Rennstrecke vorbeigefahren. Die Rennstrecke ist etwa 4,5 Kilometer lang und ja, bis zu 100.000 Zuschauer können hier das Ganze verfolgen. Diese Rennstrecke gibt es schon seit 1949 und sie ist speziell für Motorradrennen konzipiert worden.
Wie ich schon sagte, überall findet man rund um die Rennstrecke kleine Campingplätze, aber Vorsicht, die sind nicht immer alle das ganze Jahr geöffnet, beziehungsweise nur geöffnet, wenn Rennen stattfinden. Teilweise sind es landwirtschaftliche Betriebe, die nebenher noch einen Campingplatz betreiben. Oft gibt es dort keine Parzellierung und man kann sich großzügig hinstellen. Die Niederlande ist ein Land zum Fahrradfahren. Wer sich da interessiert, es gibt sogenannte Knotenpunkte, wo man nachfahren kann. Dazu findet man Informationen im Internet. Wer jetzt ein bisschen intensiver mit dem Fahrrad fahren möchte, der kann sich auch Kartenmaterial bestellen. Da gibt es unter anderem ausgewiesene Tagestouren und so weiter. Während unseres Aufenthalts waren auch junge Leute dort mit Zelt, war aber alles kein Problem. War alles ruhig und ordentlich. Ist auch alles kein Problem, denn der Campingplatzbesitzer wohnt direkt am Platz. Wenn man irgendein Problem hat, kann man ihn sofort erreichen. Am Platz führt ja eine Straße vorbei. Dort hört man am Tage wohl mal den Straßenverkehr, aber in der Nacht ist es sehr ruhig. WLAN gibt es auch, funktioniert auch einwandfrei. Wir haben bei unserem kurzen Aufenthalt hier auf diesem Campingplatz die Stadt Assen nicht besucht. Uns fehlte so ein bisschen die Zeit dafür. Ich kann aber nur empfehlen, die Stadt zu besuchen. Sie ist interessant und schön. Wir waren in den Monaten Juli, August häufiger auf Stell- oder Campingplätze in den Niederlanden. Wir können nur Positives darüber berichten. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis war immer passend. Ja, das war's mal wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.